Wir sind zu zweit seit 5 Jahren mit Booten unterwegs. Das hier ist unsere Sicherheitsausrüstung. Ich zeige dir heute nicht nur, was wir haben, warum wir es haben, sondern auch, was wir rausgeschmissen haben und wo wir vielleicht auch anderer Meinung sind als andere Leute. Punkt 1, das ist der allerwichtigste, es geht keiner über Bord. Es gilt natürlich alles daran zu setzen, dass das nie passieren darf. Deswegen ist für uns die Lifeline auch so entscheidend. Es geht los mit dem Personenschutz. Einen Teil davon könnt ihr schon sehen. Ich habe meine Rettungsweste an und was ihr jetzt vielleicht nicht sehen könnt, ich bin zusätzlich auch noch eingepickt. Das müsste ich heute nicht unbedingt. Marion ist im Cockpit. Wir haben jeder eine persönliche Rettungsweste und zwar haben wir die Crew Saver, weil die sich sehr gut trägt. Und zusätzlich dazu haben wir eine Lifeline und Strecktaue. Ich habe das schon mal aus dem Video Nachtfahrt rausgenommen. Da habe ich es schon mal sehr gut erklärt. Strecktaue sind Taue, Leinen, Gurte, die vom Bug zum Heck laufen. Bei uns sind die vorne belegt, laufen dann übers Deck und bei uns gehen sie nach hinten bis zum Solarträger, dort wo ihr die Angelrute seht. Dort ist sie dann am Boden angeschlagen. Diese Strecktaue sind dazu da, dass man sich nachts oder auch tagsüber bei hohem Wellengang mit der Rettungsweste oder mit einem Harness einpicken kann, mit der Lifeline am Strecktau. Pflicht ist, wer das Cockpit verlässt, auf jeden Fall nachts, geht nur mit Rettungsweste und angegurtet nach vorne oder nach hinten. Wer nachts aus dem Cockpit geht, geht erstens nicht alleine. Ein zweiter Mann ist am Steuer und zweitens seine volle Ausrüstung, das heißt Rettungsweste, Lifeline und ist auch angegurtet am Strecktau. Ich persönlich finde, das gilt auch für tagsüber, wenn der zweite Mann schläft. Ich bin jetzt wieder im Cockpit und erst jetzt picke ich mich hier wieder außen am Strecktau aus und hänge das gleich wieder an meiner Rettungsweste ein. Ich persönlich nutze die Rettungsweste tatsächlich sehr gerne, vor allem aber, wenn Marion schläft oder unter Deck ist, ich raus muss, dann ziehe ich die an und ich pick mich normalerweise auch ein, denn wenn ich über Bord gehe und der andere bekommt es nicht mit, haben wir beide nichts davon. Aber es gibt eine Rückfallposition und zwar in dieser Rettungsweste hat jeder von uns nochmal eine PLB, das heißt Personal Location Beacon. Das ist sozusagen ein kleiner AIS-Sender, der ja wasseraktiviert ist und in dem Fall, wenn einer von uns ins Wasser fallen würde, würde man das auf dem Plotter sehen als ein AIS-Signal und der andere, der es vielleicht erst eine halbe Stunde später mitbekommt, könnte dorthin fahren und währenddessen treibt derjenige mit seiner Rettungsweste im Wasser. Nochmal kurz zur Rettungsweste. Wir haben eine mit einem hohen Auftrieb gewählt, weil wir offshore unterwegs sind und wir haben natürlich ein Spraycap mit dran. Das bedeutet, dass du dir eine Kappe über den Kopf ziehen kannst. Gerade bei höheren Windgeschwindigkeiten, der Mensch, er wird durch die Gischt ja erstickt. Also er ertrinkt innerlich, weil er Gischt einatmet. Deswegen ist die Spraycap tatsächlich sehr wichtig. Machen wir weiter mit der Rettungsinsel. Unsere 4-Personen-Rettungsinsel könnt ihr hinter uns sehen. Das ist eine selbstaufrichtende Offshore-Insel mit 24 Stunden Notfallpack. Das heißt, wir haben ein kleines bisschen Trinkwasser da drin. Ist jetzt befestigt mit Zurgurten. Daneben ist ein Tauchermesser, damit wir es auf jeden Fall schnell losschneiden können. Das ist in die Reling integriert, was ich sehr praktisch finde. Also sie fällt nach außen runter, ist natürlich weiterhin mit dem Boot verbunden, bläst sich selber auf, sodass wir im Seenotfall dann dort einsteigen könnten. Wie auch alles an Bord, was Seenot angeht, hoffen wir natürlich, dass wir es nicht brauchen werden. Wir haben damals die Selbstaufrichtende genommen, weil wir viele Berichte davon gehört haben, dass die oftmals verkehrt rum aufkommen und wenn sie sich nicht selbst aufrichten, dass man Schwierigkeit hat, die selbst aufzurichten. Wir wollten, bevor wir losgefahren sind, auch noch einen Seenotkurs machen. Da lernt man, wie man in die Rettungsinsel einsteigt. Das soll gar nicht so einfach sein. Also wenn ihr das noch machen wollt, bevor ihr losfahrt, kann ich euch nur empfehlen. So, das können wir vielleicht für diesen Winter uns noch vornehmen. Dann haben wir hier unten noch eine Sicherheitsleiter, eine zusätzliche. Ein Zug da dran und es klappen 3 Stufen aus. Das ist eine Strickleiter, mit der wir jederzeit an Bord zurückkommen können. Vielleicht wisst ihr das, es gab mal einen schweren Unfall im Mittelmeer. Da gibt es sogar einen Film drüber. Der Skipper hat das Boot treiben lassen, offshore. Alle sind ins Wasser gesprungen, inklusive Skipper. Und danach haben sie festgestellt, dass die Bordwand so hoch ist, dass sie nicht mehr reinkommen. Und es sind tatsächlich alle ertrunken. Deswegen hier
unsere Notleiter, weil ich habe es tatsächlich mal ausprobiert. Wir haben zwar hinten eine Badeplattform, ich würde es aber alleine nicht gut schaffen, reinzukommen. Ich wollte mich auch nicht darauf verlassen, noch dazu am Heck. Unser Heck schlägt sehr stark in die Welle ein, deswegen würde ich das am Heck auch nicht probieren wollen. Ich finde, es lohnt sich tatsächlich. Vielleicht wollt ihr auch mal drüber nachdenken. Dann seht ihr hinter uns den John Boy. Ich finde den John Boy deutlich besser als den Hufeisenring. Ihr findet bei uns keinen Hufeisenring an Bord, weil ich den für 2 Personen schlichtweg nicht zielführend halte. Denn wie soll ich das machen? Mit einer Hand den werfen, mit der anderen Hand steuern, wenn ich nur zu zweit bin. Der John Boy ist eine Art Mini-Rettungsinsel und Bergesystem in einem. Das heißt, wir ziehen hier einmal dran an diesem Griff, das klappt nach draußen, ist wie eine Rettungsinsel, pustet sich selbst auf, hat oben einen Wimpel dran. Das heißt, du siehst auch bei hoher Welle sehr gut, wo derjenige treibt. Und es treibt also dann in der Nähe von dem, der ins Wasser gefallen ist. Und derjenige, der im Wasser ist, der muss selbsttätig dahin schwimmen und sollte sich dann reinlegen. Das hat den Hintergrund, dass im kalten Wasser die Leute sehr schnell ohnmächtig werden, meistens innerhalb von 15 Minuten. Das hast du in der Ostsee, in der Nordsee ganz häufig, gerade im Frühjahr und im Herbst. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass derjenige, der im Wasser treibt, möglichst bald so gesichert wird, dass der andere ihn gut aufnehmen kann. Wenn ich jetzt mit meiner Rettungsweste im Wasser treibe, dann hätte Marion die Schwierigkeit, wie soll sie mich, wo ich unten im Wasser treibe, einpicken können, damit sie mich hochwinschen kann. Nehmen wir mal an, ich bin über Bord gegangen, ich liege jetzt im John Boy drin, ich treibe auf dem Wasser, Marion sieht den Wimpel, fährt hin. Wahrscheinlich hat auch meine AES-PLB ausgelöst. Marion würde es sogar sehen, wo ich bin, würde darauf zufahren und könnte dann mit dem Bootshaken erstmal die Leine aufnehmen, an Bord erstmal sichern, damit ich nicht davontreibe, beziehungsweise der John Boy, wo ich drin liege, und könnte dann in Ruhe das Fall klar machen, die Winschkurbel holen und so weiter, um mich hochzuwinschen. Ich würde nach wie vor da drin liegen, bin vielleicht sogar ohnmächtig und Marion könnte mich mitsamt diesem mit diesem Floß sozusagen hochwinschen. Deswegen finde ich das ein ganz wichtiges Feature und ich finde es dem Hufeisenrettungsring deutlich überlegen. Dennoch, wir haben auch eine Wurfleine. Wir 2 haben untereinander ausgemacht, sobald jemand über Bord geht, wird das auf jeden Fall ausgelöst. Wollen wir aber hoffen, dass das nie der Fall ist. Der Nachteil am John Boy ist natürlich, dass er genauso wie eine Rettungsinsel regelmäßig gewartet werden muss. Das geht also nicht ohne. Und wenn man nach vorne geht, immer eine Hand fürs Boot, natürlich. Über unser Prop-Net, also Personen über Bord Netz, kann man sich vorstellen wie so einen großen Kescher, wo man einen im Wasser treibenden den drüber stülpt. Der Mensch würde im Kescher liegen, ähnlich wie beim John Boy, wo auch eine Leinenverbindung oben dran ist, wo man denjenigen in Ruhe hochwinschen kann. Dazu wird es mal ein Special geben auf dem Technikkanal. Abonniert das gerne, das kommt demnächst. Dann, was häufig gar nicht als Sicherheitsfeature genannt wird, ist für uns die feste Reling. Wir haben umlaufend eine feste Reling, geht mir ein bisschen übers Knie. Ich finde das relativ niedrig zwar, aber immerhin. Ich kann mich dort schon abstützen und wir haben ja den Vorteil, dass wir eine Catch haben. Das heißt, wir haben fast überall die Möglichkeit, uns an irgendwelchen Wanden oder Stagen auch festzuhalten. Wenn wir es aber nicht haben, dann ist es eben die Reling beim nach vorne gehen. Dann habe ich hier noch weiteres Equipment. Ich habe einmal die Seenotstopfen hier, eine ganze Packung. Das sind einmal diese ganz normalen, die kennt ihr, aus Buchenholz gedrehte Holzstopfen. Wir haben zusätzlich nochmal einen Schaumstoffstopfen, den kann man von außen ans Boot anbringen oder von innen. Und was wir auch noch haben, das sind, ich weiß gar nicht wie die heißen, das ist wie so ein kleiner Schirm, das ist so ein Gummilappen, du steckst es von oben durch und dann wird das durch den Wasserdruck wieder nach oben gedrückt und dichtet ab. Davon haben wir 2 davon. Ihr seht das hier, also bei abgewinkelten Ventilen wird das kaum gehen. Die haben wir auch noch und natürlich liegt ein Hammer und ein Fäustel bereit, damit wir das auch eintreiben können und was auch noch sinnvoll sein sollte, was wir aber nicht an Bord haben, ist ein Beil oder eine Axt, damit man zur Not den Innenausbau entfernen kann, wenn man ein Leck hätte. Wir haben auch ein Lecksegel an Bord. Das ist noch von unserem vorletzten Boot. Das würde also bedeuten, wenn du einen
eine größere Kollision hast, was weiß ich, so ein Loch, was so, ja, so fußballgroß ist, das könntest du damit abdichten. Das ist so eine Stoffbahn, die ziehst du unter das Boot. Die ist so dicht, dass sie praktisch von außen das Wasser abhält. Das haben wir zwar noch an Bord. Ich glaube, ich werde es im Winter entsorgen, weil zum einen ist es ein relativ großer Koffer und zum anderen glaube ich nicht, dass wir das auf dem Boot jemals brauchen werden, weil wir haben so dickes GFK-Laminat. Und außerdem haben wir ja verschiedene Schotten im Boot. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Wir haben ja insgesamt sieben wasserdichte Schotts an Bord. Eine ist der Motorraum, das Achterschiff. Hinterm Achterschiff ist noch eine Knautschzone, den Ankerkasten und die Bugskisten. Dann die Bugkabine selber mit dem Vorschiffsflur. Dann ist der Salon selber, ist der Motorraum. Und dadurch, dass sich das alles immer abschließen lässt, ist die Gefahr sehr gering, dass wir sinken. Außerdem haben wir für Sturm einen Treibanker, den man hinter oder vor dem Boot, je nachdem, dann ausbringt, damit man richtig zur Welle steht. Dann haben wir natürlich noch unsere ganz normalen Seenot-Signalraketen. Wir haben den Rauchtopf, das haben wir hier, Fackeln haben wir hier. Ich habe auch gerade festgestellt, die sind im letzten Herbst abgelaufen. Auch deswegen ist es gut, eine gut gepflegte Wartungsliste zu führen. Ich bin da gerade dran, die für mein Boot aufzubauen. Das heißt, wenn dich das interessiert, dann bleib dran, weil es wird demnächst ein Special geben zu Wartung und Wartungsdokumentation. Und dann haben wir auch noch hier vorne unser Grab-Bag. Der Grab-Bag enthält das Notwendigste, wenn du in die Rettungsinsel gehen willst. Ich werde ihn jetzt nicht öffnen, das machen wir ein andermal, da erzähle ich euch dann, was alles drin ist. Da lohnt es sich, den Kanal zu abonnieren. Kommen wir zum Thema Kommunikation und Ortung. Einen Teil hatte ich schon angesprochen, das ist die PLB, die hier drin ist und dann auf dem AIS sichtbar ist. Dazu muss man aber ein AIS haben. Wir haben einen Plotter, der AIS hat. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel gucken, wann kommt der, wann droht eine Kollision, kreuzt der überhaupt? Hier steht jetzt drin, kreuzt nicht, kreuzt voraus. Also wir sind ziemlich auf einem ähnlichen Kurs. Und ganz wichtig natürlich noch, der Plotter hat natürlich eine MOB-Funktion. Das heißt, wenn du dort drauf drückst, dann wird die Position markiert, an der die Person über Bord gegangen ist. Und wenn du dann praktisch einen Kreis gedreht hast, was weiß ich, im Nebel abgekommen bist von der Position, dann wirst du von dem Plotter wieder dorthin zurückgeführt. Und das macht es dir einfacher, die Person zu finden. Deswegen sehr, sehr wichtig, die Mob-Taste drücken, Funk absetzen und wenn es geht, denjenigen im Blick behalten. Das ist natürlich für eine Zwei-Personen-Crew schwierig zu realisieren. Wir haben ein VHF Marine ICM 506 und das hat die Möglichkeit von AIS. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel drauf drücke, natürlich ist das ein Mäusekino, vollkommen klar, aber ich kann hier tatsächlich auch Schiffe drauf sehen. Wichtiger als das finde ich es aber tatsächlich oben auf dem Plotter, weil da habe ich natürlich eine Kollisionswarnung. Wir haben natürlich das Funkgerät auch immer laufen. Wir haben natürlich die Not-Distress-Taste da dran und wir haben zusätzlich nochmal ein Handgerät, was wir nach wie vor noch nicht fest installiert haben. Das hängt hier oben, ist also im Cockpit zugänglich und hat hier auch alle Funktionen drauf, die wir unten haben, inklusive AIS. Man sieht das auch, das AIS wird hier noch kleiner angezeigt. Auf der Rückseite ist die Distress-Taste. Also da sind wir auch ja eigentlich fast schon redundant. Mir ist es persönlich sehr wichtig, dass ich das Funkgerät oben am Steuerstand habe, dass ich, wenn ich alleine unterwegs bin, und das kommt häufiger mal vor, dass Marion noch schläft oder bei der Nachtwache, dass ich natürlich alleine bin oder Marion alleine ist. Deswegen ist es wichtig, das Funkgerät auch oben zu haben. Wir haben noch ein Sicherheitsfeature, das bei uns auf dem Vorschiff schlummert, und zwar das Starlink. Das ist zwar im Moment nicht angemeldet, aber es gibt dieses Grundabo, kann man sozusagen jederzeit aktivieren. Bei Offshore würden wir das auch zusätzlich aktivieren. Alles, was über 2 oder 3 Tage geht, aktivieren wir Starlink, damit wir Wetterberichte abrufen, gehört für mich dazu. Und dann haben wir natürlich noch Radar. Ich finde AIS deutlich wichtiger als Radar, aber es sind 2 verschiedene Ziele. Das eine, da siehst du zum Beispiel Land, das kannst du beim AIS nicht sehen. Du siehst es zwar auf der Plotterkarte, aber hier ist es unabhängig von jeglicher Plotterkarte. Das ist also tatsächlich abgetastet
draußen und wir würden natürlich auch große Schiffe sehen. Du verlässt natürlich nur den Hafen oder die sichere Ankerbucht, wenn die technischen Instrumente auch wirklich alle funktionieren. Was weiß ich, AIS, Radar ist ausgefallen, dann fährst du nicht. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Solche Sachen müssen immer funktionieren. Gehen wir mal langsam nach innen über. Ihr seht hier am Niedergang zwei Sachen. Das eine ist die EPIRB, das andere ist ein Feuerlöscher. Das hier ist unsere EPIRB, die ist jetzt 5 Jahre alt. Hat also noch ungefähr 2 Jahre, bis wir sie austauschen müssten, beziehungsweise die Batterie austauschen müssen. Das ist die Rescue Me. Satellitengestützt wird es weitergegeben. Also anders als das PLB in der Weste, was ja AIS gestützt ist. Das heißt, AIS ist eben nur bis maximal 24 Meilen zu sehen. Das ist weltweit zu sehen. Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Rettungsweste, persönlicher Rettungsweste und dem, ich glaube, ich würde eher die AIS-Weste nehmen, weil sie für uns zwei relevanter ist an der Stelle. Denn wenn ich über Bord gehe, ist Marianne alleine und sie möchte mich ja wiederfinden. Und wir sind im Moment küstennah. Aber Offshore wäre das auf jeden Fall das Mittel der Wahl. Direkt daneben haben wir einen Pulverlöscher, hier mit 2 Kilo. Wir hatten mit Pulverlöschern ganz schlechte Erfahrungen, also eigentlich gute, denn er hat seinen Zweck getan, aber danach die Folgen, dieser Staub, der ist fürchterlich. Ich habe dazu ein altes Video, das ist 6, 7 Jahre alt, zeige ich euch. Also hier drin sieht es wirklich schlimm aus, schlimmer als ich es erwartet hatte. Also Vollgas und ließ sich nicht mehr stoppen, weil er auf den Gashebel nicht reagiert hat. Da kannst du ja gar nicht hingucken, du weißt ja gar nicht im Dunkeln, wie weit du greifst. Da hast du einen Arm hinten im Kurbeltrieb oder so. Eben. Ach, ne Scheiße. Ach, Scheiße, ey. Also man sieht hier das Pulver wirklich überall. Die Pulverlöscher sind deutlich leistungsfähiger als die Schaumlöscher bei gleichem Volumen. Deswegen haben wir beide an Bord. Wir haben einen Schaumlöscher in der Hoffnung, dass wir uns den zuerst greifen, haben aber dann zusätzlich auch noch Pulverlöscher, weil die einfach die wirksameren sind. Allerdings hat man danach ein Riesenproblem, dann eigentlich ist die gesamte Elektrik und Elektronik danach nicht mehr zu gebrauchen, denn dieses Salz kriecht überall rein, fängt an zu korrodieren mit der Luftfeuchtigkeit und dann hast du keine Kontakte mehr und deine Leitungen sind voller Grünspan. Haben wir hier einmal einen Feuerlöscher, wir haben einen vorne und wir haben einen im Achterschiff. Das ist der Blick in unsere Kombüse und ein bisschen oberhalb davon haben wir einen Rauchmelder. Der ist auch verdammt laut, wenn der angeht, dann bringen sich alle in Sicherheit. Also würde man überall hören. Und dann haben wir im Vorschiff noch was ganz Wichtiges, den guten italienischen Notfallkoffer. Der ist in italienischen Küstengewässern tatsächlich vorgeschrieben, ist ein sehr, sehr umfangreicher Koffer. Enthält unter anderem auch Spritzen und jegliche Art von Verbandmaterial, also geht deutlich über das hinaus, was wir normalerweise an Bord mitführen. Dennoch haben wir zusätzlich noch ein kleines zusätzliches Verbandskit. Wenn man das so auszieht, dann sieht man, dass das doch deutlich größer ist. Also wir haben hier jegliche Art von Mullbinden drin, Kühlpads für die Augen, jegliche Art von Wundcreme, von Bandagen und Kühlmitteln. Desinfektionsmittel. Also da ist auch umfangreich vorhanden. Ich muss gestehen, ich nutze es meistens, mache ich und weniger, weil ich mich ständig irgendwo anhaue und dann blutige Schienenbeine habe. 3 Sachen fehlen uns tatsächlich. Das eine ist der Radarreflektor, den haben wir nicht. Genauso wenig wie den Gas- und CO2-Warner, den hatten wir auf dem letzten Boot. Der hat immer angeschlagen, obwohl nichts war. Da haben wir ihn deaktiviert. Wir müssen mal einen neuen kaufen. Das haben wir hier noch nicht. Und wir haben keinen Bilgenwarner. Das finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm, weil unser Boot hat nur so eine flache Bilge, das heißt, du würdest sehr schnell sehen, dass Wasser im Boot steht. Deswegen finde ich es jetzt nicht so kritisch. Wichtiger wäre es im Motorraum, denn der Motorraum, den siehst du normalerweise nicht und der ist komplett in sich abgeschottet. Aber auch da kann man es rechtfertigen, weil wenn der Motorraum absäuft, säuft das Boot noch nicht ab. Also schlichtweg, wir haben es noch nicht. Apropos Motorraum, da gibt es auch noch eine Löscheinrichtung. Jetzt geht es runter in die Katakomben. Ich nehme euch mal mit in den Motorraum. Ihr seht hier unsere automatische Löscheinrichtung. Das ist ein Feuerlöscher, der sich selbst aktiviert, für den Motorraum isoliert. Und interessant ist übrigens, diese gesamten Löschmittel, wenn ihr die an Bord habt und in Spanien unterwegs sein wollt, dann müsst ihr bitte darauf achten, dass die jeweils das Steuerradsymbol auf dem Etikett haben, sonst sind sie nicht zugelassen. Und natürlich müssen die regelmäßig gewartet werden. Also alle 1 bis maximal 2 Jahre müssen die gewartet werden. Auch wenn der jetzt hier schon Grünspan angesetzt hat, der ist von vorletztem Jahr. Also er ist noch
gültig. Ihr habt jetzt hier unsere Sicherheitsausrüstung an Bord gesehen. Weil ich gerade drauf gucke, den Anker würde ich eigentlich mitzählen, damit man bei Legerwall Anker werfen kann. Mich würde interessieren, was seht ihr anders? Würdet ihr zum Beispiel den Hufeisenring trotzdem an Bord für sinnvoll erachten? Ich sehe es, wie gesagt, eher kritisch. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schaut ihr auch das Video an.